Deswegen stehen wir ja da hinten, weil hier ist Compact. Da ist Compact. Das ist nicht Compact, wenn man zwei benutzt, Bruder. Verteilt sich schon von alleine. Tschüss, Domain Hotel. Hallo, Autofahrt. Toll. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Redview Videomagazin. Und wie repariere ich ein GMC Sierra? Nein, machen wir nicht. Ich wollte einfach noch mal vorne reingucken. Und genau, das war alles. Sieht aber auch crazy aus. Da fragt man sich, da geht doch nicht die Klappe mit auf, oder? Doch, die geht damit auf. Wir sind immer drin in den USA unterwegs und sind schon ein bisschen unterwegs. Also wir sind keine 10 Minuten gefahren. Und erstmal was frühstücken, bevor heute wieder wild wird. Wir haben uns dafür entschieden, eben bei Subway hier da so ein halbes Sub uns reinzuschmieten. Wenn ihr gestern das Video gesehen habt mit dem Frühstück im Hotel, das ist uns beiden nicht so bekommen, ein bisschen auf den Magen geschlagen. Da haben wir uns dann heute gegen entschieden. Mal ab davon, dass es jetzt nicht irgendwie erstrebenswert ist und auch die Gesellschaft, die man mit anderen da hat, jetzt auch nicht die inspirierendste ist, auch wenn es sehr kreativ ist und spannend. Ja, wir sind in Kalifornien. Es ist unfassbar tolles Wetter wieder und wir fahren heute zu California's Great America. Und dieser Freizeitpark könnte seine vorletzte Saison, glaube ich, haben. Der Pachtvertrag geht, glaube ich, nur noch bis Ende nächsten Jahres und dann könnte da schon Schluss sein. Ansonsten gibt es da eigentlich nicht wirklich etwas Neues für uns, aber nichtsdestotrotz spannende große Achterbahn, die wir euch hier auf dem Kanal in einem Video heute zeigen wollen. Und wir fahren noch ein bisschen durch Kalifornien und so weiter und so fort. Ihr kennt das ja, 360-Grad-Tour ist noch nicht durch. Ein paar kleine Highlights haben wir noch für euch. Soll ich auch da reingreifen? Ich dachte, jetzt kommt voll der krasse Trick. Ist dein. And that's the bottom line, the Stone Cold said so. Wir sind angekommen und das Levi's Stadium ist hinter mir. Der ein oder andere Sportfreund unter euch weiß natürlich, wer was da spielt. Und wir sind jetzt bei Great America's, California's Great America. Und schauen wir mal, was wird. Klar müssen die hier bei dem Woody Schallschutz installieren, weil die Flugzeuge viel zu leise sind. Das ist immer so ein bisschen komisch. Ja, aber wir sind mitten in der Stadt und hier ist ein großer Freizeitpark. Ich verstehe auch, dass der Pachtvertrag ausläuft. Das Stadion ist echt krass, ne, wenn man das so sieht. Vor allem, wenn die immer offen sind an der Seite, ist das irgendwie ulkig. So, Parken hat mit unserem Season Pass schon mal funktioniert. Das ist schon mal gut. Dann steht eigentlich dem Rest auch nichts mehr im Wege. Wäre jetzt auch crazy, weil dann würde das funktionieren mit Six Flags und Cedar Fair. Und dem Becher, was wir noch rauskriegen. Ob das klappt.
So Leute, wir sind rein und natürlich wird man, wenn man zum Rope Drop pünktlich ist, erstmal mit der Nationalhymne begrüßt und wir sind direkt mal durchgegangen, weil wir haben keine Ahnung, ob und wie voll es wird und Railblazer war die erste Achterbahn, die wir jetzt angesteuert haben. RMC Rocky Mountain Coaster, Single Rail Coaster, 2018 der erste davon, den wir gefahren sind. Ich glaube, die haben auch da, der und der in Six Flags Fiesta Texas, die haben glaube ich beide gleichzeitig da aufgemacht. Und inzwischen finde ich die Fahreigenschaften auch hier ein bisschen ratterig, aber wirklich ein gutes Ding. Macht richtig Bock, diese kleinen kompakten Single Rail Coaster von RMC sind richtig stark. So stark und so leer jetzt gerade, dass wir direkt nochmal gehen. Weil wir sind gerade raus und in der Station hatten also ein Zug und eine Person haben noch gewartet. Also einmal nochmal rumlaufen und das Ding ohne Wartezeit direkt nochmal mitnehmen und fahren. Also wann hat man die Gelegenheit schon mal dazu? Die fahren auch im Zweizugbetrieb. Es gab mal 3 Züge, das haben sie aber noch nie so richtig operated. Und ja, deswegen gibt es den auch irgendwie nicht mehr. Oh Gott. Ja, wir wären nicht bei Ride Review, würden wir die Bahn nicht auch auf Herz und Nieren hier prüfen. Und, Entschuldigung. Und Railblazer wurde jetzt 3-mal gefahren. Erste Fahrt in der Mitte, danach in der ersten Reihe und jetzt nochmal in der letzten Reihe. Also die Schienenstöße, da sind krasse Schläge drin und die sind auch echt unangenehm. Hinten ist die Bahn auch echt fordernd, schnell fordernd, aber auch geil. Keine Frage. Hier in California's Great America gibt es übrigens auch noch eine richtig geile alte Schwarzkopf-Bayern-Kurve. Und nicht so geil, The Demon, das ist ein Aerodynamics Custom Looping Coaster. Von dem nehmen wir vorerst Abstand. Also hier hat jemand gesagt, er würde das gerne nicht fahren. Mir wäre es egal gewesen, aber wir schauen mal, was der Tag so bringt. Ich bin da jetzt auch nicht scharf drauf, weil ich habe das als sehr schlimm in Erinnerung und das ist schon was länger her. Wir hätten aber hier eventuell noch, ich glaub, Grizzly ist es, ne? Die Holzachterbahn, auf die wir gerade zulaufen. Wenn wir jetzt gerade hier drauf zulaufen, könnten wir diese Bahn hier ja einmal mitnehmen. Das Refill gibt's hier. Das ist auch das erste Refill damals gewesen, als wir hier waren mit der Becher. Ja, ja. Weiter vorne steht noch eine viel geilere Holzachterbahn, so das Highlight auch des Parks. Da kommen wir dann später dazu, weil es halt am Eingang ist, würde ich das jetzt erstmal nicht machen, sondern mich um diese Bahn hier hinten kümmern. Startet denn das nächste Flugzeug. Aber die sind gerade erst hoch, krass. Got me feeling alright.
tatsächlich, wie ich es befürchtet habe. Das Uschi fährt jetzt alleine, weil die haben hier für 2 Reihen einen durchgehenden Bügel. Man hat einen separaten Gurt und dieser durchgehende Bügel, der gelockt sein muss, hat auch noch mal einen eigenen Gurt. Ja, so schön, so gut. Aua, Holz offen. Letztes Mal, als wir hier waren, bin ich das Ding gefahren, jetzt nicht. Haben wir ja gestern gesehen, letztes Mal bin ich V2 nicht gefahren, jetzt schon. Alles ein bisschen wild, alles ein bisschen kurios. Es ist eine alte Holzachterbahn mit irgendeinem richtig ollen, bekloppten Zug, muss man nicht verstehen. Vor uns waren 3 Kids, wirklich, das waren Kinder. Die konnten auch nicht fahren. Ich glaube, es liegt ein bisschen an der Reihe. Wir hatten die gleiche Reihe. Ich hatte jetzt aber auch keine Lust, mich jetzt hier nochmal umzusetzen oder so, weil das total behämmert ist. Auch bei der Tour das letzte Mal war dann auch, mit Umsetzen konnten dann Leute fahren, die jetzt hätten nicht fahren sollen. Es ist echt ein dämlicher Kackzug, ich weiß nicht. Ist mir auch wirklich dann fast schon wieder egal. Er kann natürlich, weil das jetzt nicht geht, uns in Front of Line schicken bei Railblazer. Gerade einmal gefahren. Oder Demon. Das möchte ich nicht fahren. Vielen Dank für nix. Mal ab davon, dass bis jetzt noch keine Wartezeiten irgendwo zu bemerken waren. Ja, weiß ich nicht. Komische Bahn. Ich habe es aber mir schon gedacht, dass das nichts gibt, weil das letzte Mal schon so seltsam war alles. Lustig, shaky, bescheuerte Bügel, angenehme Länge und nicht zu brutal. Ja, wackelt ein bisschen der Steg hier, oder? Wiggle, 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 wiggle. Da ist auch wieder null Gestaltung eigentlich dahinter, ne? Da könnte man schon ein bisschen, also es ist ja gut versteckt, aber ach Leute. Extraterrestrial, astro-celestial, cosmic potential man. Gravity bender, light speed contender, big bang transcender, yeah. And I'm finally back in style, got an intergalactic smile. I feel brand new, I feel brand new. I came here long ago on a UFO. So baby, why you make me wait so long? People say I was born riding on a unicorn, a heart of gold, a body made of gold. Got me singing out loud. Got me feeling alright. So, irgendjemand kam ja mal auf die glorreiche Idee, als Grauzone Zamperla Disco Coaster einzutragen. Haben wir jetzt gemacht. Den haben wir nämlich letztes Mal hier ausgelassen. Die Psycho-Maus haben wir letztes Mal auch gemacht. Da müssen wir uns jetzt nicht für anstellen. Das ist ein SNS. Wilde Maus. Aber die ist cool. People say I was born riding on a unicorn, a heart of gold, a body made of gold. Got me singing out loud. Got me feeling alright. Got me singing out loud. Got me feeling alright.
Wir sind mal nach Planet Snoopy gegangen, das ist eigentlich ein Kinderghetto. Und hier gibt es eine Achterbahn, Lucy's Krabby Cabby. Und diese Bahn durfte man früher nicht fahren, wenn man kein Kind begleitet hat. Diese Policy scheint geändert zu sein. Wir haben das ja letztes Jahr auch bei unseren Videos in King's Dominion und King's Island so erlebt, dass die Jungs da auch problemlos mit den Coastern fahren konnten, so wie auch wir. Ja, das durften wir jetzt ja auch, haben ein bisschen gewartet und sind jetzt ein Count reicher, wie man so schön sagt. Wir gehen jetzt auch noch mal bei Woodstock Express gucken, denn das ist nämlich auch noch eine Bahn, die letztes Mal nicht gefahren wurde, die nur für Kinder ist. Und zwar von der Firma Intermin, einer der ersten Family Coaster oder überhaupt ersten Coaster. Kennt ihr vielleicht von Cedar Point, der allererste Coaster von Intermin. So ein ähnliches Ding ist das hier. Und letztes Mal waren da so ganz kurze Jochte drinnen. Vielleicht geht das dieses Mal. Müssen wir mal schauen. Ich bin ja Refill-Uschi und habe mir dann vorhin auch einen Refill geholt nochmal. Und dann war so ein Mitarbeiter, total nett, hat gefragt, was er für mich tun kann. Dann habe ich gesagt, ich hätte gerne Cola Zero und Refill. Und das Eis, was da jetzt noch drin ist, das kannst du ruhig behalten. Und dann hat er das gescannt und dann ist er zu seiner Supervisorin gegangen, die gerade im Hintergrund einer neuen Kollegin augenscheinlich etwas gezeigt hat. Und sagte dann, ja, ich muss das doch hier scannen dann. Und sie so, ja, genau. Ja, und da steht jetzt aber irgendwie $5. Aber das ist ja auch nicht kostenlos. Ja, da musst du OK drücken, dann steht da 0. Ja, aber warum steht denn dann da $5? I don't know. Sagt die dann so. So richtig so, was soll ich sagen? Ich habe selber keine Ahnung. Und er so, okay. Das war auch wieder so eine Situation, das gibt's halt so oft. Ich glaube, jeder hat irgendeinen neuen schon mal irgendwie angelernt oder sollte dem Sache XY einmal kurz zeigen, wie das funktioniert. Und dann kommen immer so logische Fragen, die man sich auch damals am Anfang wahrscheinlich gestellt hat. Hat damals dieselbe Antwort bekommen wie dieserjenige heute und hat dann einfach gesagt, keine Ahnung, das ist so. Aber schon immer so gemacht. Aber schon immer so gemacht, das ist einfach so, mach das einfach so. Dann keine Fragen. Ja, war witzig. Hat er dann auch gemacht, war dann auch $0. Also, und ich habe dann meine Cola Zero mit meinen alten Eiswürfeln, recycelten Eiswürfeln gekriegt. Ja, wir warten jetzt hier gerade vor Woodstock Express. Die Bahn ist sehr, sehr eng, hat der Bro gesagt. Das ist ein First Generation Intermin Children's Coaster. Und letztes Mal hat da wohl kein Mensch reingepasst. Außer einer aus der Gruppe. Erik hat gestuhlt dafür. Erik hat gesagt, das kann nicht sein, ich gehe jetzt kacken. Und dann ist er wohl kacken gegangen und danach hat es gepasst. Interessant. Mal gucken, was wir heute alles dafür machen müssen, damit wir da reinpassen. Macht in 1 Minute auf. Peoples, also wirklich diese weltweit verbreitete komm ich heute nicht, komm ich morgen Mentalität macht mich wirklich krank. Ich kann da nicht mehr. Wir hatten ja 1 Minute noch, als wir gerade erzählt haben. Jetzt haben wir inzwischen schon 10:10 und es ist immer noch keiner hier. Und gegenüber ist so ein Balloon Race, das ist auch geschlossen. Und also hier sind 3 Rides und der komische Flyer, da ist ein Mitarbeiter. Er weiß aber auch nicht gar nichts. Er weiß gar nichts. Man muss warten, bis jemand kommt. Und er weiß aber nicht, wer kommt und wann einer kommt. Er ist auch Viertel vor, er ist hier angekommen, wurde dann hier hingeschickt. Und ich verstehe es nicht. Ich verstehe es absolut gar nicht. Also mich nervt halt dass man sich auf nichts verlassen kann. Und vor allem, wenn ich jetzt hier vorbeikomme, das macht um 12 auf, 5 vor 12 denke ich mir, okay, ich gehe hier rein. Mein Gott, was soll's. Und dann ist irgendwie, soll ich wie gestern 1:20 bei Joker rumsitzen. Das nervt. Und vor allem wären wir mit der Ecke dann hier fertig und könnten mit der Seilbahn auf die andere Parkseite fahren, was wir nämlich so vorhatten. Jetzt habe ich Bauchschmerzen. Aua, ey, der Gurt war so eng. Wirklich. Das ging hier nur bei mir hier oben rum. Unten wäre auch gar keine Chance gewesen.
Also ich verstehe den Sinn dahinter nicht so ganz, dass der Gurt so eng ist, weil bei Lucy's Krabby Cabbies ist er so zum Rausziehen und das ist ja eine viel kleinere Bahn mit einem viel schlechteren Bügel. Also das kapiere ich einfach nicht. Die Bahn an sich, ja, ist witzig. Also der Drop ist ganz cool. Der geht dann cool über in so ein Tal rein. Ja, aber passiert jetzt nicht viel, aber ist für Kinder ganz nett, würde ich sagen. Eine ziemlich große Kinderachterbahn finde ich als erste oder zweite Achterbahn eine coole Sache. Aber das mit den Bügeln und ich komme mit meinen Knien komplett vorne dran, wenn ich da drin sitze. Und ich bin 1,65. Ne? Also wie soll das irgendein Papa machen? Komisch gebaut, sehr komisch gebaut. Jo, Leute, schöne Grüße gehen in die Schweiz von Roll. Wir sind erstmal hier Seilbahn gefahren. Klar, die rast hier natürlich durch wie nichts Gutes, weil man könnte ja einfach mal entspannt sich was angucken. Delta Fly ist die Seite, wo wir ausgestiegen sind. Wir sind Eagle Fly sind wir, glaube ich, eingestiegen. Kann das? Ja. Ja, die haben zwei unterschiedliche Namen. Ein paar Flatrides haben wir jetzt von oben gesehen. Wasserpark ist zu, Spraypark ist auf. Hier ist noch ein Autoscooter. Hier ist aber auch Flight Deck, B&M Inverted Coaster. Der irgendwie scheinbar nur mit einem Zug fährt, super voll gerade ist und wir sind keine Inverted Coaster Fans und dann sparen wir uns das jetzt erstmal. Der ist quasi ja auch irgendwie so halbwegs hier am Eingang, der Coaster, und jetzt gerade sind busseweise Tanztruppen gekommen, die hier hingebracht wurden. Damit rechnet man natürlich nicht, dass sie jetzt so um 13 Uhr oder was hier noch ankommen, aber der Park hat auch bis 20 Uhr geöffnet. Ja, jetzt schauen wir mal. Was wird, weil wir haben, weiß ich nicht, ob wir, da würde ich auch nach dem Füllegrad gehen, den B&M Flawless Coaster noch machen, Patriot. Der war mal ein Stand-Up-Coaster. Wenn eine Bahn stehend so schlecht fährt, dass sich der Amerikaner dafür entscheidet, die jetzt nur sitzen zu fahren, weiß man, dass das nicht gut ist.
Ansonsten haben wir noch Goldstriker als Highlight. Da schauen wir jetzt gleich auch mal, wie es aussieht. Aber das ist beides hier auch am Eingang schwierig. Es ist so schwierig gerade, dass es noch nicht mal ein Refill für unseren Becherchen, unser Becherchen gibt. Hier könntest du noch mal probieren, weil es eine unfassbar lange Schlange sogar gab bei der Pizzabude, wo die Leute jetzt da gequeued haben. Hier vorne am Eingang ist auch ganz hübsch eigentlich das große Karussell. Da drehe ich euch einmal für um. Und dann haben wir das auch einmal hier gesehen. Detailliert diese Parks, hier haben wir ja euch schon mehrfach vorgestellt in Vlogs, Parkvorstellungen, Ähnlichen. Wenn ihr Fragen habt, auch gerne in die Kommentare. Und vielleicht machen wir auch noch mal eine alle Achterbahnen von Video. Da reden wir über alle Bahnen und ein bisschen was drumherum hier so im Park geht. Wenn ihr da Bock drauf haben solltet. And everybody's got to run, and ain't nobody gonna hold you, and everybody needs someone. Don't try to go alone, don't say I never told you. When you wake up tomorrow and your heart ain't feeling right, Leute, wirklich, mir platzt heute die Rosette hier in dem Laden. Wir haben uns jetzt gerade, sind wir in den Shop gegangen und weil es hier keinen QR-Code zum Scannen gibt, es einmal Fastpass, dass der bei unserem Prestige-Pass pro Tag einmal dabei ist für einen Ride. Ich glaube, ich erzähle das gleich, weil jetzt ist hier irgendwie, haben sie einmal leer gemacht. Da kriegt die Alte jetzt hier oben erstmal eine Kopfnuss von mir. Okay, das dauert alles noch ein bisschen. Ich weiß gar nicht, wo ich, was? Die läuft auch von entspannt. Total langsam. Ich weiß nicht, ob ich euch erst abhole, warum das noch was länger dauert. Das passiert nämlich jetzt gerade auch. Aber es gibt ja, wie gesagt, in unserem Prestige-Pass, in der Jahreskarte, einmal am Tag einen Fastlane-Zugang. Und den haben wir, eigentlich scannt man am Fastlane-Eingang QR-Code und dann macht man das damit. Das geht hier aber nicht, den haben sie nicht. Gehst in den Shop, der sagt, ja, nee, geh einfach mit deinem Ticket an die Attraktion, die scannen das dann und dann ist das erledigt. Die haben hier aber keinen Scanner. Wir haben hier 10 Minuten angestanden in der Fastlane und ihre Lösung war, keine Ahnung, was soll man jetzt machen? Weil er hat im Shop gesagt, wir sollen ja, geh in den Shop und frag, was ihr machen sollt. Ja, aber da waren wir und er hat gesagt, wir sollen hier hinkommen, du scannst das. Ja, ich habe keinen Scanner und was ihr sonst machen sollt, keine Ahnung. Dann wieder zu dem hin. Alter, du hast uns doch gerade gesagt, wir sollen hingehen, das funktioniert nicht. Ja, die Diskussion haben wir seit 5 Monaten, weil wir haben das früher immer so gemacht, vor 5 Monaten, dass wir den einmal Fastlane ausdrucken und euch dann in die Hand geben. Aber das hat mein Manager gesagt, das dürfen wir nicht mehr. Ja, aber die haben auch keinen Scanner und können das nicht scannen. Und ihr dürft nicht ausdrucken. Wie soll das dann funktionieren? Ja, dann mache ich das jetzt einmal, aber ich darf das eigentlich nicht. Und dann hat er die jetzt ausgedruckt. Das haben wir so 2 Zettelchen hier. Und das soll damit jetzt funktionieren. Das finden wir aber noch nicht heraus, weil wir haben ja ein wenig Verzögerung. Jetzt gut zuhören, ja. Ich finde das sehr gut, dass es möglich gemacht wird, dass Leute, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, Achterbahn fahren können. Und dafür gibt es dann auch einen extra Aufzug, der in die Station hochführt, weil man hier die Treppen nicht hoch kann. Das ist auch sehr gut. Was nicht so gut ist, ist, wenn der ganze Betrieb dafür seit 10 Minuten eingestellt wird, ein leerer Zug hier in der Station steht, ein beladener Zug in der Schlussbremse steht, weil einer der Mitarbeiter aus der Station mit dem Aufzug runterfahren muss, die Leute in den Aufzug reinholen muss, mit dem Aufzug und den Leuten zusammen hochfahren muss und die jetzt an der Seite geparkt wurden und man jetzt auf irgendwas wartet, was ich noch nicht definieren kann, weil hier stand noch einer mit in der Fastlane, der dazugehört, der wollte mit denen jetzt zusammenfahren, auch okay, aber er darf jetzt nicht irgendwie hier durch oder weiß ich nicht was, sondern er musste jetzt runter und darf auch nicht den Aufzug nutzen, sondern muss durch den Giftshop, durch den Exit wieder hochkommen und jetzt stehen die 3 zusammen da. Ja, die stehen alle 3 zusammen da. Also seitdem die hier oben angekommen sind mit dem Aufzug, ist der Rollstuhl auch nicht mehr nötig. Ist ja auch okay. Vielleicht geht es nicht treppenlich lang, alles fein. Aber jetzt geht so gar nichts mehr, weil jetzt muss nämlich noch das Papierzeug ausgefüllt werden, dass derjenige hier ist. Ja, ist alles nur mit der App. Du kriegst keine Plastik- oder Pappkarte mehr als Jahreskarte, aber smart und digital ist nichts am Ende des Tages. Und, vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen, alle Tanzgruppen, die wir jetzt gesehen haben, haben einfach Fastlane. Die wurden da gerade stapelweise ausgehändigt an alle Gruppen und es ist maximal voll geworden auf einmal. So, vielleicht geht's jetzt los. Also ein paar Leute sind schon eingestiegen.
Gold Striker, was eine Achterbahn. Also das lohnt sich auf jeden Fall, die Kiste zu fahren. Ich glaube aber, dass gerade so, wir müssen gleich mal gucken in der App, das ist eh nicht präzise, stimmt eh nicht, aber ich befürchte, dass so 60 Minuten locker da drin sind, wenn nicht sogar 90. Wenn die bis draußen stehen würden, sind es 120. Also das steht auf jeden Fall dran. Ich würde gleich mal einen Blick reinwerfen. Was eine gute Achterbahn einfach. Ich finde die eine Stelle so geil, die täuscht an, dass es nach links geht. Also der dippt dich so da rein. Du denkst, okay, es geht nach links, dann geht es aber nach rechts. Das ist richtig cool. Du hast irgendwie ja keine, ja schon Airtime, aber einfach so der Zug fährt nach rechts, du fährst so geradeaus weiter, der Körper. Weil das ist auch logisch, das ist ja auch einfach Physik. Die Energie ist so reingegeben, aber ja, sehr coole Bahn mit keinem klassischen Layout. Das ist komplett anders, aber sau stark und eine der besten Achterbahnen, die es so gibt, glaube ich. Richtig schnell, ja. Ja, ey, eine Geschwindigkeit, er dampft hier erstmal. Ja. Echt? Ja, erstmal die Erdbeeren durch die Lungen ziehen, Digga. Was ist denn mit dir los? Also er dampft, er hat das Handy in der Hand. Das fliegt, ne? Ja, da hat auch nicht mehr viel gefehlt. Die erste Reihe ist in dem Zug kaputt. Wilde Zeiten hier, wilde Zeiten. Auch nochmal witziger Funfact, wir hatten bei der Tour, ich weiß gar nicht mehr, welche Bahn das war, zuletzt auch Rollstuhlfahrer mit in der Station. Da haben wir für die erste Reihe angestanden extra und gewartet. Die durften dann vor uns fahren. Und jetzt haben wir für die letzte Reihe angestanden. Jetzt durften die auch vor uns fahren. Ja, das war doch gestern. War das wirklich Der gestern? Joker. War es wirklich Joker? Ja, stimmt, natürlich war das Joker, weil deswegen haben sie die Bahn ja kaputt gekriegt, weil sie ja den Aufzugsschlüssel stecken lassen Genau. haben und dann die Tür aufgegangen ist. Ja, das war gestern. Das war gestern. Ah, Hilfe. Also Leute, da stehen Leute und hier ist 120 Minuten. Das sind bestimmt 90, oder? Easy peasy. Somebody say this is living don't come easy, and you never find your way. And if you try and walk alone, you're already lost, believe me. And if the word rings true, and there's darkness before light, find somebody and get together. Make love that lasts forever, every day and every night. California's Great America. Ja, weiß ich nicht. Also wir hatten jetzt einen so relativ sehr durchwachsenen Besuch, würde ich sagen. Und also es ist Anfang der Saison, dass das alles noch nicht eingespielt sind, dass hier viele neue sind, die das noch nicht so gut können oder auch krassen Einlauf von ihren Supervisern teilweise bekommen haben. Die haben wir ja eben gesehen, die Mitarbeiterin war zu spät und ne, das ist ja alles vollkommen in Ordnung, das ist auch richtig so. Keiner wird geboren, kann alles, man muss das auch erstmal lernen. Das Problem ist aber, wenn du einen Tag hast, der so extrem voll ist wie heute, dann wirkt sich das natürlich auf die komplette Gesamtexperience aus, die dann nicht so gut ist. Und wenn busseweise Tanztruppen in den Park kommen und die stapelweise die Fastlane in die Hand gedrückt bekommen, wirkt sich das auch sehr schlecht auf den Durchsatz aus. Plus glaube ich, dass so ein kleiner Mitarbeiter-Exchange stattgefunden hat. Und wir sind ja in einem ehemaligen Cedar Fair Park und die haben scheinbar den ganzen Six Flags Operator hier hingeschickt, so wie teilweise hier abgefertigt wird und wie gearbeitet wird. Es ist super, also die fahren ja überall mit voller Kapazität, aber auch mit vollem Stillstand zwischen den Dispatches. Das dauert ja alles echt ewig. So, dass wir jetzt auch keinen Turn haben für zwei B&M G-Keulen, die jetzt nicht so viel Spaß machen, uns da jeweils nochmal eine Dreiviertelstunde, Stunde anzustellen.
und nochmal durch den Shop schlendern. Aber damit wir noch was von Intermin gefahren sind, waren wir jetzt gerade noch auf dem Aussichtsturm und haben uns das Ganze hier von oben angeguckt. Der steht ein bisschen komisch am Rand des Parks, direkt am Eingang. Ich glaube, das ist dem geschuldet, dass hier entlang Flugzeuge starten. Ziemlich tief. Also starten tut man immer ziemlich tief am Boden, aber der Flughafen scheint nicht so weit weg zu sein. Und ja, dann gehen wir noch mal kurz gucken. Ich habe eben schon geguckt, ich wollte noch mal gucken. CGA, ne, das macht schon Sinn, aber das klingt auch wie irgend so ein Investmentfonds aus Europa. Wenn du das dann auch so auf der Tasche nur so siehst. Na gut, das ist erstmal so unser Eindruck zu Kaliforniens großes Amerika. Großartiges Amerika. Oder ist es das Große? Man kann beides nehmen. Was würdet ihr nehmen? Die Kommentarsektion gehört euch. When the whole damn world is beating you down. What about when you get burned from the tricks you never learned, and now you're dead on the ground? I'm Judith. I'm your server today. Yes, sir. Food. Das muss man nicht so schmeißen. Leute, tatsächlich gibt es heute mal ein bisschen Mittagessen. Wir sind bei Jack in the Box, das ist halt super viel hier. Und haben gedacht, da machen wir doch mal einen Abstecher dahin. Der Burger sieht auf jeden Fall crazy aus. Und hier, ich wollte euch mal die Becher zeigen. Das ist nicht das übertriebenste Beispiel, aber die sind hier verjüngt, damit die in die Getränkehalter passen. Ich lieb's. Genau, essen wir jetzt eben was und dann fahren wir noch eine Viertelstunde zu einem Walmart. Ich muss noch mal wegen Hosen gucken, die hatten die letzten Male jetzt keine. Und dann fahren wir 2,5 Stunden irgendwas zu unserem nächsten Hotel. Also jetzt gerade sind es mit dem Walmart sind es 3 Stunden, 3 Minuten, die wir fahren. Ja, sehr lecker auf jeden Fall. Und wie ihr seht, feiern wir ja 75 Jahre. Und Jack in the Box ist ein bisschen was Besonderes sogar. Und das Drive-Thru-System, wie ihr es heute kennt, oder in Deutschland Drive-In, weil In kann der Mensch in Deutschland, aber Through nicht. Wie man es heute kennt, das geht auf Jack in the Box zurück quasi und aus der Zeit. Und zwar gab es schon Drive-Fenster, das war jetzt nichts Neues, aber das waren die ersten mit Intercom, also mit einem Rückkanal, so dass nicht nur bestellt wurde, sondern man konnte auch Nachfragen stellen, beziehungsweise war das Drive-Ding an dem Fenster. Jetzt gab es Intercom, also jetzt gab es ein Funkding. Du hast den einen bedient, der andere hat gewartet, der nächste hat schon bestellt, so wie man es heute ganz normal kennt. Das war damals noch nicht normal und Jack in the Box waren die ersten, die das so gemacht haben. Das Wort hat mir gefehlt, Gegensprechanlage. Vorher war es einfach nur ein Fenster, wo du rangefahren bist. Eine Sache, die ich immer noch liebe, alles kommt aus dem gleichen Schlauch. Das ist wirklich, das ist super. Man kennt ja die Videos, wo die Leute immer mit dem Nozzle losfahren, wenn das schon vorgewarnt wird. Aber $271, was ist das für eine Zahl? Warum 271? Vorhin, da war auch irgendwas, wenn du Rotlichtverstoß. $366. Hält schon. Das Fühler? Hatten wir nicht schon einen Wagen? Ja, der wurde gehijackt. Digga, was ist mit dem hier? Ich hab doch gedacht, weißt du, wie es immer so ist. Hey, wenn ich ihn jetzt stehen lasse, glaub mir doch nicht. Aber ich hab doch keinen Wagen, kann jeder nimmt sich ja vorne direkt mit. Ha, falsch gedacht, der Alte, das sagt man das nicht. Einfach gehijackt, weg. The story's sad, but it's true. And it can get the best of anyone. This loneliness won't get you. Ist jetzt hier Miss Miller Light geworden? Ja, Miss Miller Light. Hier kann man seine Dosen so reinpacken. Und dann ist das hier gekühlt. Und dann hast du hier noch dein Ding drin, damit deine Hand nicht kalt wird und dein Bier kalt
aufreibt, wenn du das da reinsteckst. Karneval kann kommen. Da braucht man nichts anderes. Stapeln schon wieder. Die stapeln schon wieder. Boah. Warum? Leute, wir sind hier so im Ghetto, dass hier alles weggeschlossen ist. Also alles. Richtig guter Lack. Also, ist ja toll, dass die Shoppingcars hier hinkommen. Wie, ist ja immer wild. Dass sie überhaupt hinkommen, ist auch wild, weil die meisten stehen irgendwo im Busch. Aber, ja, danke, ne. Also, wenn das jetzt mein Auto wäre, wäre ich schon sauer. Oh Aber ja. der Lack ist aber auch super. Ja, das ist... Ich frage, wie ich die Tür aufgekriegt habe. Das passt. Von dem Winkel, okay, aber guck mal so. Hä? Ja, mach mal langsam zu. Damit ich schuld bin. Guck mal. Alter. Präzise Perfektion. Gonna need to find a friend. Gonna need to find someone. And if you wake up tomorrow and your heart ain't feeling right, find love to steal or borrow. Say goodbye to pain and sorrow every day and every night. Every day and every night. 30 Avocados, $1. Was ist das? So Leute, wir sind ja in dieser malerischen Landschaft gerade unterwegs. Das ist die offizielle Route. Wer hätte auch gedacht, dass man San Francisco und Los Angeles mit einer Autobahn verbinden könnte. Das wäre totaler Quatsch. Und hier sind ja die ganzen Stände, wo irgendwie 30 Avocado $1 kosten und ähnliches. Und überall steht Garlic Ice Cream. Und ich so, das ist doch voll ekelhaft. Und ich, nein, ich glaube, die haben Garlic und die haben Ice Cream. Es steht aber immer zusammen, bei allen Ständen. Wir gehen jetzt gucken. Ich will es wissen. Ja, da oben steht es ja auch nochmal. Ja. Willie, I'm going where the buildings are taller, where the streetlights. Das ist tatsächlich Garlic Vanille. Ich kack ab. Warum macht man sowas? Bah! Es stinkt voll nach Knoblauch. This is funny. This is really funny. You like garlic? Ja. Willst du auch noch probieren? Ja. Das ist aber auch ein bisschen ekelhaft. Boah, ich habe das Gefühl, es stinkt jetzt wie, weiß ich nicht was. All through the night, Willie, I'm going where I can feel smaller, where someday my dreaming will turn out alright. I can remember the morning dove calling on the 8th of December when I went away. But I'll come back as long as you let me, and I will return, never to stray. Willie, won't you tell me how you spend all the hours in the barroom so lonesome, or tilling the ground? Willie, remind me of the goldenrod flowers. Are they still bright as sunlight, or have they turned brown? I can remember the morning dove calling on the 8th of December when I went. Geht schon kein Licht an. Nee, wa? Das muss man schon wieder da hinten irgendwo machen. So, das nächste Zimmer. Was ist das für ein Standfuß, ey? Ja, so normal, wie sie sind. Ich finde ja immer, das sieht alles ja aus wie aus dem Mittelalter, ne? Aber das ist ja neu, das hat ja schon USB, das Lämpchen. Und auch dieser Nachttisch hat ja hier USB und weiß ich nicht was für Stecker. Das ist immer verrückt. Und diese Eindeckenpolitik in den USA macht mich auch krank.
Bester Mann. Aber, also er ist zu, aber Leute, es ist ekelhaft. Das sieht aus wie bei einem Mordfall. Ja, richtig trüb, ne? Boah. Fiesi. Oder immer, ne? Wenn man das bucht, das jetzt zum Beispiel bucht, weil man denkt, ach guck mal, der Pool sieht doch nett aus, dann buchst du es halt und der Pool ist kaputt. Oder closed. Das ist halt voll blöd. Schatz, der Beach ist closed. Das ist einfach zu. Ich hab echt. Mama, you're crying. Ja, weil der Beach ist closed, Schatz. Man merkt übrigens, dass wir in Kalifornien sind. Überall kann man hier laden. Und da vorne ist ein großer Tesla-Ladepark und hinten war noch einer. I'll come back as long as you let me. And I will return, never to. Ist das beim Laden so klingen? Verbrennungsmotor drin, der den Wagen jetzt lädt. Leute, wir sind angekommen. Quasi so auf halber Strecke zwischen San Francisco und Los Angeles. In Cattleman City sind wir jetzt. Und es ist irgendwie so eine Oase hier im Nirgendwo. Wir sind ja gerade am größten Wasserspeicher, Rückhalte, Stausee-Dings der USA vorbeigekommen. Habt ihr ein paar Aufnahmen gesehen? Und wir gucken jetzt mal, dass wir uns hier irgendwo noch was zu Fooden graben. Wir sind jetzt hier im Best Western. Und es gibt irgendwie so einen großen Laden, der irgendwie The Farm, oder wie nennen die sich? Barn Farm? Bravoland. Ich habe irgendwas mit Farm gelesen. Auf jeden Fall, die machen um 20 Uhr zu. Das heißt, das haben wir verpasst. Haben auch nur mit Burgern geworben, ist jetzt nicht schlimm. Sah aber nett aus, irgendwie jetzt von außen und irgendwie was anderes. Hier ist ein Carl's Jr., das wollen wir schon mal nicht. Die verfolgen uns. Das nächste wieder, ne? Ja, genau, das fußläufig am nächsten ist. Dann ist noch eine Taqueria. Ich weiß nicht, was da hinten los ist. Ob es da Tequila gibt oder Tacos. Denny's möchten wir nicht. McDonald's möchten wir nicht. Da hinten ist ein In-N-Out-Burger. Das ist eine schon gute Sache, aber Burger gab es ja auch schon. Was ist das da noch? Ach, eine Tankstelle. Das kann man ja auch alles echt nie unterscheiden. Ein Dunkin' Donuts brauche ich jetzt auch nicht. Wir kommen ein Stück näher. Da steht Bravo Farms jetzt bei dem Ding. Ich wusste doch irgendwas mit Farm. Muss ich mal bestätigen. Krass, ey. Also waren 6 Tankstellen ausgeschildert, aber die scheinen nicht miteinander zu konkurrieren, weil das nämlich hier am teuersten ist, was wir bisher gesehen haben. 6,28 die Gallone. Und ganz viel Ladeinfrastruktur ist hier auch. Schau, Taco Bell sieht aber ziemlich zu aus. Es war nämlich jetzt noch eine Idee, dass wir zu Taco Bell gehen, aber es leuchtet nicht. Guck mal, ist ja alles zappendusch da. Auch wenn die 76 hier alles überstrahlt. Was ist denn mit der Ratte passiert? Das sind anscheinend einige. Ja, hier sind, aber die stirbt doch nicht auf so einer Straße. Was hat die hier gegessen? Da möchte ich nicht hin. So, jetzt erklär mir. Ach, hier ist eine Fußgängerampel. Hier ist eine. Weil von da, wo wir gerade herkommen, hier rüber gibt es keine. Das ist das Ding. Bravo Farms, wie groß das ist. Warum ist das denn zu? Die haben ja sogar ein Welcome Center und so. Das muss auf 24/7 aufhaben hier in so einer Region. Also Region, in so einer Oase. Wir gehen mal nach Taco Bell. Laut dem Internet soll Taco Bell bis 22 Uhr aufhaben. Ja, und hier vor ist ein Lost-Restaurant. Was war das denn mal? Weiß ich nicht. As long as you let me. Was ein Lost Place. Aber mit dem Licht halt da drin an, ne? Was war das mal? Close to the public. Burger King? Oder Check in the box. Check in the Box, okay. Küche haben sie da noch drin oder was? Ja, crazy, ey. And I will return, never to stray. Warum sehe ich so komisch? Name a mobster's favorite place to dump a body. Das ist schlecht. Alter, ey. And I will return, I'm coming today. Wir sind in Kalifornien unterwegs. Nächste Szene, wie wir liegen bleiben. Und wir haben erstmal Preferred Parking bekommen, warum auch immer. Ja, willkommen in Six Flags Magic Mountain, besser bekannt als Sechs Flaggen Zauberberg. Ja, mein lieber Gesangsverein, was ist denn hier schon wieder los? Tja, und danach wird es wirklich nicht angenehm für niemanden. Lecker. Heilige Mutter der Porzellankiste, ey. Mir tut der Kopf jetzt weh. Never ending free refill.